Also gut, Clarissa. Es würde mich sehr freuen, wenn du mir morgen dabei helfen würdest, Aziz zu ersteigern. Bitte. Ach, Henning, ich liebe es, Geschäfte mit dir zu machen. Dennis hat sich verändert. Wann kapierst du das endlich? Nie, kannst du mir jetzt mal hier helfen? Das liegt ganz bei dir. Entweder du entschuldigst dich bei ihm oder wir haben ein Problem. Und zwar ein großes. Was wollen Sie? Von dir eigentlich nichts Kleines. Oder willst du dir auch mal dein Näschen pudern? Lass das, Ed. Wir reden ein anderes Mal. Keine Tricks mehr. Du hast von mir den Stoff bekommen, also kriege ich jetzt das Geld. Ein anonymer Käufer bietet für Aziz 5 Millionen. 5 Millionen D-Mark sind geboten. 5 Millionen? Fünf Millionen sind geboten. Bietet jemand mehr als 5 Millionen? Das letzte Gebot steht immer noch bei 5 Millionen. Bietet jemand mehr als 5 Millionen? 5 Millionen zum ersten. Mich braucht er nun wirklich nicht anzugucken. Zum zweiten. Das ist fast so spannend wie eine Kunstversteigerung. Aziz ist ein Top-Hengst. Aber für das Geld bekommst du 5 Derby-Sieger samt Jockeys. Wie du willst? Und 5 Millionen zum dritten. Entschuldigt mich bitte. Warte, ich komme mit. Also wirklich, Clarissa. Henning denkt jetzt tatsächlich, dass das Pferd weg ist. Charlie, tu mir einen Gefallen und geh Champagner trinken. Ich muss jetzt nachdenken. Steckst du gar nichts hinter dem Gebot? Tut mir leid, Herr von Anstetten. Der Käufer möchte anonym bleiben. Das habe ich befürchtet. Und was jetzt? Müssen wir das unbedingt hier besprechen? Von mir aus können wir auch eine Runde im Park lustwandeln. Hauptsache, du rückst mit der Kohle für den Stoff raus. Du weißt genau, dass ich im Moment nichts habe. Verkauf was von dem Inventar hier. Das gehört mir nicht. Dann schick die Kleine auf die Straße. Hey, du mieses Schwein, ich lass dich rauswerfen. Gut so, Kleines. Nur nicht selbst die Fingerchen schmutzig machen. Hm? Lass die Drecksarbeit immer die anderen erledigen. Das ist auch meine Devise. Bei Typen, die nicht zahlen. Du kriegst dein Geld, ja. Sobald ich flüssig bin. Ach, Gero, Gero, Gero. Ich bin doch nicht das Sozialamt oder die Heilsarmee. Nein, nur ein mieser kleiner Drogendealer, der für Geld über Leichen gehen würde. Weißt du, wie ihr an all das hier gekommen seid? Hm? Eure Leute haben früher die Bauern ausgebeutet. Die waren bestimmt nicht glücklich darüber. Ich dagegen bringe den Menschen das Glück. So gesehen seid ihr die Bösen und ich bin der Gute. Ein Grund mehr, mir noch ein paar Tage zu geben. Koksschulden sind Ehrenschulden, Gero. Es wäre doch blöd, wenn deine Alten dafür aufkommen müssten. Gut, ich regel das mit der Kohle, aber dann bist du verschwunden. Wie My Lady befehlt. Na? Bist du jetzt in den Vorruhestand gegangen? Ich helfe dir erst, wenn du dich bei Dennis entschuldigt hast. Ach komm, Steffi. Können wir das Ganze nicht einfach vergessen? Hm? Ja, du musst dich nur entschuldigen. Heißt das ja oder nein? Also gut, ich gebe zu, dass ich mich etwas über ihn lustig gemacht habe. Aber dass ich mich bei ihm entschuldige, das sehe ich wirklich nicht ein. Dann hast du ein Problem. Und zwar ein verdammt großes. Nee, bleib hier. Der Essen mit Stäbchenmann ist da. Was ist denn mit dir schon wieder los? Steffi will, dass ich dem Dennis-Schutzverein beitrete. Lass mich raten. Du willst nicht. Ganz genau. Ich kann's kaum glauben. Sag mal, hättest du mehr geboten? Na, wer viel gewinnen will, muss viel investieren. Ja, aber so viel. Charlie, du musst endlich lernen, in anderen Dimensionen zu denken. Komm,
Tu doch nicht so. Du warst ganz froh, dass Henning dich nicht gedrängt hat, mitzubieten. Gib's wenigstens zu. Naja, wenn du so sagst, stimmt schon. Nur jetzt muss ich mir was anderes überlegen, um Henning zu zeigen, dass ich nur sein Bestes will. Warum bietest du ihm nicht an, in die Pläne für die neuen Ställe einzuwilligen? Na, wenn ich erst mal Ja sage und das Gebäude steht, dann habe ich kein Druckmittel mehr. Bringe mir also ja nicht auf den Gedanken. Aziz ist doch nicht der einzige Hengst, der für eine erstklassige Zucht taugt. Natürlich nicht. Problem ist bloß, dass du sie nicht an jeder Ecke findest. Diese Auktion war eine einmalige Gelegenheit. Ist dieses Pferd denn wirklich so toll? Naja, er hat während seiner aktiven Zeit eine Menge große Rennen gewonnen. Und seine Eltern waren die legendären Anna-Grete und Arono. Aziz wäre wirklich eine Bereicherung gewesen für Friedenau. Ach, du hast doch nun wirklich alles versucht. Christoph hat bestimmt Verständnis dafür. Schließlich hast du den Stutenbestand vergrößert. Ich wollte Christophs Traum verwirklichen und Friedenau wieder zur Nummer 1 machen. Was nicht ist, kann ja noch werden. Clarissa hat recht. Bevor ihr hier in Depressionen versinkt, trinkt. Dankeschön. Charlie, du übertriffst dich heute wieder mal selbst. Erst diese geniale Idee mit der Bar und dann jetzt das hier. Henning, du kannst stolz auf dich sein, was du in kurzer Zeit geschafft hast. Auch ohne Aziz hast du eine Menge Erfolge zu verbuchen. Ja, aber nicht in den Augen meines Vaters. Ach, er wird froh sein, dass du wieder zu Hause bist. Mit oder ohne Zuchthengst. Mathe ist wohl nicht deine Stärke. Mehr habe ich nicht. Na dann gebe ich den Fall jetzt an meine Inkasso-Mitarbeiter ab. Du hast sogar Glück, Gero. Als Arzt sparst du dir die anschließenden Behandlungskosten. Das kannst du nicht machen. Hier und jetzt raus. Marquardt und Hellwig. Düsseldorf, alle Achtung. So spendable Eltern hatte ich nicht. Darf ich bitten? Wenn du dir noch mal eine Line legen willst, Gero, stehe ich gern zur Verfügung. Allerdings nur gegen Cash. Und für Neueinsteiger habe ich den Special Ed-Rabatt. Sobald ich kann, zahle ich dir das Geld zurück und eine neue Uhr schenke ich dir natürlich auch. Ja, oder eine Reise zum Mond oder noch besser zum Mars. Sowas wie eben kommt bestimmt nicht noch mal vor. Nein, natürlich nicht. Du hast ja auch nur ein ganz kleines Drogenproblem. Eigentlich bist du ja sogar clean. Ich habe wirklich nicht alles für mich gebraucht. Mensch, Gero, jetzt hör endlich auf zu lügen! Wir ertrinken in Arbeit und Steffi glänzt durch Abwesenheit, weil ihr mal wieder Krach habt. So geht es nicht weiter. Ja, sag ihr das doch. Komm, jetzt gib schon nach. Ich denke überhaupt nicht dran, mich bei Dennis zu entschuldigen. Oder hast du vergessen, wie er mich damals mit seinen miesen Tricks aus der Mannschaft ekeln wollte? Nein. Dass Dennis kein Heiliger ist, weiß ich auch. Ja, und warum quatschst du mich dann voll? Weil wir im Moment einfach auf Steffi angewiesen sind. Würdest dein Ego deshalb einmal verkraften, dich wenigstens bei Steffi zu entschuldigen? Aber ich wüsste nicht, weshalb. Weil du ihr... Ja, genau, so weit war ich auch schon. Du hast ihr vorgeschrieben, mit wem sie reden darf. Und das ist natürlich Mist. Das hast du eingesehen und deshalb tut's dir leid. Nicht wirklich, wenn es um Dennis geht, oder? Ja, das brauchst du ihr doch nicht zu sagen. Aber der Rest garniert mit ein paar Blumen, das stimmt sie garantiert wieder friedlich. Auf Friedenau. Und darauf, was Henning bisher erreicht hat. Und auf das, was mir durch die Lappen gegangen ist. Ach, Hengste sind auch nur Männer. Die einen gehen, die anderen kommen. Charlie, du verstehst wieder mal gar nichts. Dann erklär's mir. Es ist ein großer Unterschied, ob du deinen Vater nach so langer Zeit mit leeren Händen begrüßt oder ob du ihm einen Zuchthengst erster Wahl präsentieren kannst. Ach komm, selbst ein Pferdenarr wie Christoph würde dafür keine 5 Millionen hinblättern. Ja, Frau Schneider hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Überraschung ist trotzdem misslungen. Ich verstehe, dass Henning nicht gerade glücklich ist. Dabei hätte ich den anderen noch überboten. Allmählich bereue ich es, dass ich dich zurückgehalten habe. Vielleicht kann ich dir ja sonst irgendwie helfen. Ja, das könntest du wirklich. Na dann, raus damit. Es geht um den geplanten Neubau. Der Stall, du weißt schon. Christoph hat immer davon geträumt. Dann hättest du doch noch was du ihm präsentieren könntest. Du brauchst nur Ja zu sagen.
soll ich denn noch machen, dass du mir glaubst? Die Leute, denen ich die Lines ausgegeben habe, ich stelle sie dir vor und sie bestätigen dir alles. Was hältst du davon? Spar dir die Kohle. Na, ich weiß doch, wie das läuft. Du treibst ein paar Typen auf, die für Geld alles bezeugen. Ich bin doch pleite. Bis jetzt hast du es aber auch geschafft, immer irgendwie an was Wahres zu kommen. Die Zeiten sind vorbei. Gott sei Dank. Oder glaubst du, es ist mir leicht gefallen, Henning und dich zu belügen? Oder Mamas Unterschrift zu fälschen? Und dann diese ständige Angst, mit dem Zeug erwischt zu werden. Du gibst also zu, ein Problem zu haben. Ja, aber nur mit mir. Deshalb habe ich Koks genommen. Wie viel? Immer nur so viel, dass ich gut drauf war. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du zu mir hältst, ich rühre das Zeug nicht mal an, ich verspreche es dir. Ich möchte nicht wissen, wie viele Abhängige diesen Satz schon gesagt haben. Verstehe. Du glaubst mir nicht mehr. Wieso auch? Ich bin ja bloß ein Kokser. Jemand, dem man nicht vertrauen kann und der es nicht wert ist, eine zweite Chance zu kriegen. Gero, ich lass dich nicht hängen. Und Mama bestimmt auch nicht. Barbara darf nichts von all dem erfahren, Kathi. Es würde sie nur unnötig belasten und das wollen wir doch nicht nach allem, was sie durchgemacht hat. Hm? Aber nur unter einer Bedingung. Du musst mir versprechen, eine Therapie anzufangen. Sofort. Also gut, ich mache eine. Dir zuliebe. Gut. Und ich lasse mir dann was einfallen, damit Mama nichts mitkriegt. Ich hätte mir keine bessere Schwester wünschen können. Ich brauche jetzt unbedingt frische Luft. Im Rest kann Ihnen jemand helfen. Ja, Frau von Sterne. Einsteigen. Ich muss mich auch erst dran gewöhnen. Mama! Wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Auch gut. Gero? Hallo, Mama. Ja, da staunst du, was? Ja, was machst du denn? Warum hast du mich nicht angerufen? Sonst wäre es doch keine Überraschung mehr gewesen. Ja. Gut siehst du aus. Sag mal, wo bleibt denn eigentlich Christoph? Er ist noch auf einer Geschäftsreise nach Frankreich. Er kommt nach, sobald er kann. Gut, du darfst ihm aber nichts sagen, falls er vorher anrufen sollte. Wir haben nämlich auch eine Überraschung für ihn. Ja? Dann sag Christoph und Barbara einen schönen Gruß. Mach ich. Bis später dann, ja? Und vielen Dank nochmal. Ich bin immer für dich da, wenn du meine Hilfe brauchst. Du wirst deine Entscheidung nicht bereuen. Ciao. Ciao. Tschüss. Den Eindruck, du bereust sie schon jetzt. Kommst du nur auf den Unsinn? Weil Henning genau das von dir bekommen hat, was du ihm nicht geben wolltest. Dein Druckmittel. Wer sagt denn, dass ich es verloren habe? Du hast der Gestütserweiterung per Handschlag zugestimmt, vor Zeugen. Würdest du gegen mich aussagen? Nein. Aber Jackie. Die Kleine braucht einen Job. Und wenn sie nicht käuflich ist? Oder Christoph ihr einen besorgt? Behaupte ich einfach, dass Sie und Henning meine Aussage falsch verstanden haben. Ich habe einer Gestütserweiterung zugestimmt. Dabei bin ich natürlich davon ausgegangen, dass ein neues Pferd angeschafft werden muss. Raffiniert. Die Sache hat nur einen Haken. Dadurch wirst du Hennings Vertrauen verlieren. Und das war dir doch immer so wichtig. Deshalb lasse ich auch alles so, wie es ist. Was ist schon die Zustimmung zu einem armseligen Stall? Gegen die Aussicht, Herrin auf Friedenau zu sein. Steffi? Also wenigstens antworten könntest du. Toller Farbton, steht dir gut. Schon fertig im Laden? Naja, ich hab's einfach nicht mehr ohne dich ausgehalten. Es tut mir leid. Eigentlich wollte ich dir auch ein paar Blumen mitbringen, aber auf dem Weg hierher habe ich nur drüber nachgedacht, wie ich sagen soll. Es war ein Fehler, dir vorzuschreiben, mit wem du dich treffen darfst. Und warum hast du es dann gemacht? Weil ich war wohl etwas eifersüchtig, aber es wird nicht wieder vorkommen, okay? Also gegen ein bisschen Eifersucht habe ich ja nichts. Das zeigt mir, dass du mich noch liebst. Obwohl ich nie fremd gehen würde. Ich auch nicht. Oh, nee, mein Nagellack. Wenn du zurück bist, ist er bestimmt trocken. Ach was, Uli kommt auch mal ganz kurz ohne mich im Laden klar. Ich meinte doch eigentlich, nachdem du dich bei Dennis entschuldigt hast. Was? Aber das Thema hatten wir doch gerade abgehakt. Nur was mich angeht. Irrtum, was dich und Dennis angeht. Sie wissen Bescheid? Ja, Herr von Steineck. Alles klar. Mama möchte jetzt endlich wissen, was für eine Überraschung wir für Christoph haben. Und was du zu Christiane gesagt hast.
Das erfährst du schon noch früh genug. Da seid ihr ja endlich. Henning? Gut siehst du aus. Mein Gott, Henning. Also, mit dir hätte ich jetzt am allerwenigsten gerechnet. Wie lange ist das jetzt her? Über 2 Jahre. Na, haben wir zu viel versprochen? Nein, also Christoph wird sich so freuen. Ist da oben? Nein, erst in Frankreich. Wenn alles gut geht, kommt er morgen. Tag, Frau von Anstetten. Schön, dass Sie wieder da sind. Hallo, Jackie. Und, hast du den Wunderhengst bekommen? Aber ich habe etwas, worüber sich Christoph noch sehr viel mehr freuen wird. Ach, gut, dass du kommst. Wenn Sie Probleme haben, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an die Geschäftsleitung. Wir haben zu wenig Gläser für die Eröffnung. Ja, mieten, kaufen, leihen, such dir irgendwas aus. Ich dachte an Heino. Vielleicht kann er uns ja ein paar aus dem No Limits mitbringen. Ja, ich kümmere mich drum. Sonst noch irgendwelche Hiobsbotschaften? Nee, jetzt bist du dran. Steffi hat meine Entschuldigung angenommen. Sie will aber immer noch, dass ich mich bei Dennis entschuldige. Ja. Und, tust du's? Würdest du's machen? Naja, ungern. Dabei können wir uns im Moment wirklich keinen Streit mit ihr leisten. Wie wär's, wenn ich noch mal mit Steffi rede? Genauso gut kannst du gegen eine Mauer reden. Ach, das sind ja tolle Aussichten für morgen. Hätte ich bloß meine Klappe gehalten. Nee, so manches auch wieder nicht. Dennis gräbt deine Frau an. Würde ich mir auch nicht gefallen lassen. Ach was, Steffi würde nie was mit einem anderen anfangen. In der Beziehung hat sie mir wirklich was voraus. Ja. Und darüber würde ich mir erst wieder Gedanken machen, wenn die Öffnung vorbei ist. Ich glaube, ich entschuldige mich bei ihm. Ja, super. Rein pro forma. Nein, nein, wenn ich es tue, dann meine ich es auch so. Aber ich mach's bestimmt nicht, weil ich ihn so klasse finde, sondern wegen Steffi. Sie wünscht es sich nun mal und ich habe noch eine Menge bei ihr gut zu machen. Also jetzt bin ich doch neugierig, was du dir für deinen Vater ausgedacht hast. Na los, erzähl's ihm, bevor es Clarissa tut. Eigentlich wollte ich ja damit warten, bis Christoph zurück ist. Wir schweigen auch wie ein Grab. Clarissa hat einer Gestütserweiterung zugestimmt. Was? Wie hast du denn das gemacht? Ich habe sie einfach so lange genervt, bis sie gar nicht mehr anders konnte, als Ja zu sagen. Christoph wird... Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ihn bedeutet. Er wird platzen vor Glück. Ja? Das ist für mich. Oh, ich glaube, ich werde jetzt auch mal meine Arbeitsproben zusammenstellen. Sollen wir nachher noch ein Video gucken? Klar, wenn ich bis dahin fertig werde. Danke. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Es kommt zwar etwas verspätet, aber trotzdem von Herzen. Danke. Du kannst es übrigens auch auspacken. Das ist ja fantastisch. Das ist von einem Künstler, den ich in New York kennengelernt habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Danke. Auch im Namen von Christoph, er wird genauso begeistert sein wie ich. Es ist zwar nichts gegen Hennings Geschenk. Ach, komm, hör auf. Wir sind einfach sehr stolz auf euch alle. Auf dich, weil du auf Friedemann so gut aufgepasst hast. Und auf dich, weil du in New York so großen Erfolg hattest. Und auf dich, Henning, weil du Christophs Traum erfüllt hast. Vielleicht ist die Überweisung bei der Bank verloren gegangen. Ja, das ist mir egal. Gut. Den Rest bekommst du in den nächsten Tagen. Wenn nicht, dann... Flieg ich raus, schon kapiert. Muss mir demnächst auch sein Bier im Voraus zahlen. Ein Alt. Ach, machst du mir auch eins? Ausnahmsweise. Sag mal, wäre es möglich, dass du morgen eine Ladung Gläser von hier mitbringst? Klar, lass sie einrichten. Danke. Hier, dein Alt. Danke. Selbst besetzt. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Es war nicht okay von mir, dass ich dich so runtergemacht habe. Was soll das? Ich kann dich nicht ab und du kannst mich nicht ab. Wieso belassen wir es nicht dabei? Weil ich Streit nicht ab kann. Du hast also Stress mit deinen Alten, ja? Also was ist jetzt, Dennis? Nimmst du meine Entschuldigung an, oder was? Damit Steffi dir keinen Ärger macht. Stimmt so. Sag ihr, dass du nicht überzeugend genug warst! Oder besser ich sag's ihr.
Was ist denn? Ich bin müde. Ich wollte dir auch nur sagen, dass ich meine Entscheidung nicht bereue. Ganz im Gegenteil. Du hast das Hochzeitsgeschenk von Mama und Christoph nicht zu Geld gemacht. Und das beweist doch, dass du die besten Chancen hast, von den Drogen loszukommen. Ja, ich bin schon ein toller Typ. Jetzt fälsche ich die Unterschrift meiner Mutter, dann schenke ich ihr ein Bild und lass mich von ihr als Mustersohn feiern. Sie hat sich aber wirklich sehr gefreut. Was glaubst du, wie begeistert sie sein wird, wenn sie von dem Scheck erfährt? Oder dass ich meinen Job los bin? Sobald du die Therapie hinter dir hast, dann findest du schon wieder was. Wie denn? Bei der Ärzteschwemme. Ich hätte nicht zurückkommen sollen. Ach, das ist doch Blödsinn. Du hast das ganz richtig gemacht. Hier ist dein Zuhause. Noch. Aber Barbara wirft mich bestimmt raus. Ach, Quatsch. Sobald sie erfährt, wie gut sich ihre Sachen im Laden von Nick und Uli verkaufen, dann ist die Sache mit dem Scheck ganz schnell wieder vergessen. Das glaubst du doch selbst nicht. Würde ich es sonst sagen? Was hältst du von dem Standort? Eigentlich wollte ich ja dort den Pool hinbauen lassen. War doch nur Spaß. Das Areal ist für den Stall wie geschaffen. Wenn du das sagst. Moment mal. Das ist doch Aziz. Henning! Was macht denn Aziz hier? Guten Morgen. Guten Morgen. Christoph hat ihn einem Freund abgekauft. Unglaublich. Weißt du, was das heißt? Friedenau wird bald für dir die Nummer 1 sein. Dank dir. Und Christoph. Hat er gesagt, wann er wieder zurück ist? Nein, nicht genau. Wie lange willst du die Nummer denn noch abziehen? Ich habe dir doch schon gestern Abend gesagt, dass ich alles versucht habe. Dennis wollte meine Entschuldigung nicht annehmen. Bei deinem Ton wundert mich das nicht. Ich habe ganz normal mit ihm geredet und es ist mir verdammt nochmal nicht leicht gefallen. Nick? Ich liebe dich. Und was ist mit Dennis? Wichtig ist, dass du es versucht hast. Steht dir gut. Deshalb habe ich sie auch gekauft. Du kaufst dir ein Kleid, um zur Eröffnung eines Ladens zu gehen, in dem man Kleider kaufen kann? Ja, das ist ziemlich unsinnig, stimmt's? Na, was soll's. Lass uns lieber überlegen, wie wir Mama heute zu der Eröffnung kriegen. Oder sollen wir es ihr doch vorher sagen? Als ob das noch eine Rolle spielt. Hey, komm. Wenn Caradonna gut läuft, dann ist die Sache mit dem Scheck auch ganz schnell wieder vergessen. Ja? Ah, das trifft sich gut. Ich wollte gerade zu dir kommen und dich fragen, was du heute Nachmittag vorhast. Das hängt ganz von dir ab. Und davon, ob du mir erklären kannst, wieso hier ein Scheck fehlt. Also du glaubst... Lenkt nicht ab.